Die Medien stellen Elon Musk als skrupellosen Milliardär dar, vom bösen Kapitalisten bis hin zum Staatsfeind Nummer 2 oder gar einem Nazi. Bei solchen Szenen wie hier oder hier könnte man auch meinen, dass Elon verrückt ist. Doch was, wenn diese Schlagzeilen nur Manipulationen der Medien sind? Was, wenn der echte Elon Musk ein unermüdlicher Visionär ist, der das Überleben der Menschheit langfristig sichern will? Das hast du wahrscheinlich noch nicht gehört. Während die Medienindustrie ein verzerrtes Bild liefert, zeigt Elon Musk mit seinen Unternehmen Tesla, SpaceX, Starlink, X.com, ehemals als Twitter bekannt, xAI, Neuralink und The Boring Company eine andere Seite. In diesem Video lernst du genau diese Seite kennen und erfährst, wie seine bahnbrechenden Unternehmen der Menschheit helfen. Bevor du also deinen Tesla verkaufst, falls du einen hast, solltest du dir das Video ansehen, denn du wirst höchstwahrscheinlich eine Seite von Elon Musk kennenlernen, die du noch nicht kennst. In diesem Abschnitt zeige ich dir Seiten von Elon, die du vermutlich nicht aus den Massenmedien kennst. Er ist mehr als nur ein kontroverser Milliardär. Er ist ein Mensch mit einer einzigartigen Geschichte, der offen über seine Schwächen spricht und dabei zeigt, warum er so tickt. Bei seinem Auftritt bei Saturday Night Live, kurz SNL in Amerika, hat Elon offen zugegeben, dass er das Asperger-Syndrom hat. Aber schau dir den Clip selbst an. Darin sagt er sinngemäß, dass er der erste Mensch mit Asperger ist, der SNL moderieren darf, beziehungsweise der erste, der es zugibt. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Das Asperger-Syndrom entschuldigt natürlich nicht jedes umstrittene Verhalten von Elon, aber es gibt ja etwas Gespür für seinen ganz speziellen Charakter. Elon hat in verschiedenen Interviews bewiesen, dass Geld keine Motivation für ihn darstellt. Zum Beispiel im Interview mit der New York Times. Nach dem Kauf von Twitter, heute X.com, sind Werbetreibende wie zum Beispiel Disney aufgrund von Elon Musk und seinen kontroversen Beiträgen als Werbetreibende bei Twitter abgesprungen. Und das hat wirklich Geld gekostet. In dem New York Times Interview hat Elon Musk sinngemäß gesagt, wenn jemand versucht, mich mit seinem Werbebudget zu erpressen, dann kann er mich mal. Und das ist noch die freundliche deutsche Version der Aussage. Schau dir den Clip selbst an. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Ein weiteres sehr prägnantes Beispiel ist das Interview von CNBC, in dem David Faber ihn fragt, ob es ihm nichts ausmacht, wenn Kunden sich wegen seiner Äußerung auf Twitter von ihm und seinem Unternehmen abwenden. Hier geht es nicht um Peanuts, sondern wirklich um Milliarden. Seine sinngemäße Antwort zitiert er aus dem Film Die Braut des Prinzen. Biete mir Geld, biete mir Macht, es ist mir egal. Ich werde sagen, was ich sagen will. Und wenn die Konsequenz ist, dass ich Geld verliere, dann soll es so sein. Schau dir den Clip aber selbst kurz an. Ich persönlich bekomme Gänsehaut, wenn ich Elon das sagen höre. Offer me money. Offer me power. I don't care. So you just don't care. You want to share what you have to say. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Okay. Lass uns mal die Zahlen anschauen. Elon wird im Jahr 2025 54 Jahre alt. Wenn wir annehmen, dass er 90 wird, bleiben ihm noch ca. 13.000 Tage zum Leben. Sein Vermögen liegt bei etwa 350 Milliarden, wobei das natürlich stark schwankt, weil es von den Aktienkursen abhängt. Wenn wir die 350 Milliarden als Grundlage nehmen und 13.000 Tage Lebenszeit annehmen, dann könnte Elon bis zu seinem Lebensende knapp 27 Millionen Euro am Tag ausgeben. Glaubst du wirklich, dass Geld ihn noch motiviert? Ich glaube das nicht. Elon glaubt fest daran, dass man die Welt nicht in einer 40-Stunden-Woche verändern kann. Arbeitswochen von über 100 Stunden sind Normalität für Elon und er verlangt dementsprechend auch viel von seinen Teams, wodurch er auch viel in die Kritik gerät. In diesem Twitter-Post hat er seine Erwartungen öffentlich zum Ausdruck gebracht. Trotz seiner knallharten Arbeitsethik sind seine Unternehmen jedes Jahr in den Top 10 der bei Ingenieuren beliebtesten Unternehmen vertreten, wie zum Beispiel in der Liste von businessinsider.com in 2024. Dort waren SpaceX auf Platz 2 mit 18,66% und Tesla auf Platz 5 mit 12,86%. Fast ein Drittel aller Ingenieure in den USA möchte also in Unternehmen von Elon Musk arbeiten, trotz der knallharten Erwartungen an sie. Warum ist das so? Dazu kommen wir noch später in diesem Video, wenn du die spannenden Missionen und Visionen von Elon Musks Unternehmen kennenlernst. Im Lex Fridman Podcast erzählt Elon, dass es kein Spaß ist, Elon Musk zu sein. Sein Verstand ist ein regelrechtes Chaos, sagt er. Das gibt dir einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen seines Lebens. Schau dir das selbst mal kurz in diesem Clip an.
What's something difficult you're going through that people don't often see? Trying to feed Uber Lilith. No, I mean, my mind is a storm, and I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't. They don't know. They don't understand. In Anbetracht der Arbeitslast, die Elon sich mit seinen Unternehmen aufbürdet, möchte wohl niemand mit ihm tauschen. Oder möchtest du eine Arbeitswoche von 100 bis 120 Stunden pro Woche haben, was ungefähr 2 bis 3 Mal so viel ist wie eine normale Arbeitswoche? Dass Geld keine Motivation für Elon sein kann, haben wir in diesem Video bereits errechnet. Was treibt ihn also stattdessen an, obwohl er nur noch am Strand sitzen könnte und Pina Colada schlürfen? In dem vorhin erwähnten und gezeigten Interview mit der New York Times macht Elon unmissverständlich klar, dass er mehr für die Umwelt getan hat als irgendjemand sonst auf der Erde, inklusive Greta Thunberg. Für ihn zählt die Realität des Guten und nicht, wie es wahrgenommen wird. Aber sieh dir den Clip kurz selbst an. Tesla has done more to help the environment than all other companies combined. It would be fair to say that, therefore, as a leader of the company, I've done more for the environment than everyone else, any single human on Earth. How do you feel about that? No, How do I feel personally. about that? Yeah, no, I'm asking you personally how you feel about that, because we're talking about power and influence and... I'm saying what I care about is the reality of goodness, not the perception of it. And what I see all over the place is people who care about looking good while doing evil. Ich könnte jetzt endlos weitermachen, denn die Einblicke in Elons Persönlichkeit und Werte sind echt beeindruckend. Hoffentlich wird deutlich, dass hinter dem manipulierten Image ein Mensch steckt, der die menschenfreundlichsten Absichten überhaupt hat. Wie siehst du das? Schreib mir es gerne in die Kommentare. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ziele und Projekte von Elons Unternehmen und warum sie unsere Zukunft verändern. Es bleibt also spannend. Jetzt kommen wir zu den Kernprojekten, die nicht nur die Technologie, sondern auch unsere Zukunft revolutionieren. Elon Musk ist nicht nur ein Unternehmer, er ist ein Visionär, der mit seinen Unternehmen aktiv daran arbeitet, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und nicht nur die Erde. Lasst uns gemeinsam anschauen, wie jedes seiner Unternehmen einen ganz besonderen Beitrag für die Menschheit leistet. Fangen wir mit Tesla an. Tesla kennst du wahrscheinlich nur als Autohersteller. Das Unternehmen ist aber viel mehr als das. Bei Tesla dreht sich alles um den Übergang zu nachhaltiger Energie, nicht nur um Elektrofahrzeuge. Teslas Mission ist ganz klar formuliert: Accelerate the world's transition to sustainable energy. Auf Deutsch: Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu nachhaltiger Energie. Es geht also um Umweltschutz und nicht nur um Autos. Und fang jetzt bitte nicht mit der bösen Akkuherstellung an, denn bei Tesla geht es um viel mehr. Tesla sorgt nicht nur für umweltfreundliche Mobilität, sondern auch für eine drastische Reduktion von Emissionen. Das Tesla Model Y ist das am häufigsten verkaufte Fahrzeug weltweit. Nicht nur das am häufigsten verkaufte Elektrofahrzeug, sondern wirklich das am häufigsten verkaufte Fahrzeug. Viele haben es noch gar nicht auf dem Schirm, aber autonomes Fahren, Tesla Full Self-Driving, wird Realität. Noch im Juni 2025 wird Tesla ein Netzwerk von autonomen Taxis in Austin starten. Zwar gibt es schon viele Anbieter wie Waymo und Cruise mit autonomen Taxis in den USA, aber diese arbeiten nur geofenced, also in vordefinierten Arealen, und benötigen sehr teure Sensorik, LiDAR, Radar und Kameras. Als einziger Hersteller entwickelte Tesla Full Self-Driving nur auf Kameras basierend, was die autonomen Fahrzeuge konkurrenzlos günstig machen wird. Darüber hinaus wird Tesla Full Self-Driving die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und damit viele Menschenleben retten. Du weißt vermutlich nicht viel über Tesla Energy. Tesla hat eine eigene Akkuzelle entwickelt und produziert diese selbst in Masse, und zwar die Tesla 4680. Diese Zelle ist viel effizienter als Zellen von Herstellern wie Panasonic oder Varta, weil sie ein viel größeres Volumen hat und dadurch auch viel weniger Zellen für einen Akku benötigt werden. Dann bietet Tesla auch Solardächer an, bei denen die Dachziegeln die Solarpaneele sind, das sogenannte Tesla Solar Roof. Für die Energiewende sind aber Energiespeicherlösungen das Allerwichtigste. Auch hier ist Tesla wirklich Vorreiter. Tesla Powerwall zum Beispiel, das ist ein Heimspeicher, der Solarenergie sammelt und speichert, um dein Zuhause bei Stromausfällen oder zur Optimierung des Eigenverbrauchs zu unterstützen. Tesla Powerpack, das ist eine modulare Energiespeicherlösung für gewerbliche Anwendungen, die Unternehmen dabei hilft, Energie effizient zu managen und Spitzenlasten abzufangen. Tesla Megapack, ein Großspeicher für Versorgungsunternehmen, der erneuerbare Energien integriert, Netzstabilität gewährleistet und großflächig für eine nachhaltige Energieversorgung eingesetzt wird.
Tesla Powerwall, Powerpack und Megapack sind notwendig, um das Dunkelflaute-Problem zu lösen. Und wer löst das Problem jetzt? Unser Robert oder Elon? Dann noch ein weiteres sehr großes Thema, das wahrscheinlich durch die Massenmedien noch nicht bei dir angekommen ist. Tesla Optimus. Ja, der heißt so wie Optimus Prime von den Transformers. Das ist mal wieder der Humor von Elon Musk. Das ist ein humanoider Roboter, der mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz entwickelt wurde, um monotone, gefährliche und repetitive Aufgaben zu übernehmen, damit der Mensch sich auf Kreativität und Innovation konzentrieren kann. Stell dir mal eine Welt vor, in der saubere Energie für alle erschwinglich ist, Autos selbstständig unterwegs sind und Roboter gefährliche sowie monotone Aufgaben übernehmen. Das ist Teslas Vision. Kommen wir nun zum nächsten Unternehmen. SpaceX. Mit SpaceX hat Elon noch ein viel ambitionierteres Ziel. Das Mission Statement des Unternehmens lautet Revolutionize Space Technology with the ultimate goal of enabling people to live on other planets. Auf Deutsch, Revolution der Weltraumtechnologie mit dem Ziel, den Menschen das Leben auf anderen Planeten zu ermöglichen. Was könnte menschenfreundlicher sein als das? Denn es ist keine Frage des Ob, sondern des Wann, bis das nächste große Unglück unsere Zivilisation auslöscht. Auch wenn es vielleicht noch sehr, sehr lange dauert. Mit dem Starship, der größten Rakete aller Zeiten und weiteren Modellen setzt SpaceX auf wiederverwendbare Raketen, wie man in einem kurzen Clip sehr eindrucksvoll sehen kann. Wiederverwendbare Raketen sind ein entscheidender Schritt, um die Raumfahrt so erschwinglich zu machen, dass eine wirtschaftlich tragfähige Besiedlung von anderen Planeten möglich wird. Wie du an diesem Post von Elon Musk sehen kannst, möchte er 1000 Starships bauen, die genügend Fracht und Passagiere transportieren können, um den Mars dauerhaft und unabhängig von der Erde zu besiedeln. Klingt verrückt, ist aber ein essentieller Schritt für das langfristige Überleben der Menschheit. Und weil es so verrückt ist, möchte ich kurz das Fermi-Paradoxon erklären. Wenn Elon Musk in Interviews gefragt wird, ob er an Außerirdische glaubt, verweist er oft auf das Fermi-Paradoxon. Dies ist die Erkenntnis, dass es bisher keine Spezies geschafft hat, multiplanetar zu werden, um das Sonnensystem zu verlassen. Die Annahme ist also, dass es daher keine Aliens auf der Erde gibt, da es keine Spezies geschafft hat, zu uns zu reisen. Das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies wird. SpaceX zeigt uns, dass der Himmel nicht die Grenze ist. Es ist erst der Anfang einer interstellaren Zukunft für die Menschheit. Kommen wir nun zu einer weiteren Mission von Elon Musk. Starlink. Stell dir vor, du hättest überall auf der Welt schnellen und zuverlässigen Internetzugang. Egal, ob du in einer Großstadt oder irgendwo im Dschungel bist. Genau das ist Starlink, der Satelliten-Internetdienst von SpaceX. Anders als herkömmliche Satelliten, die rund 36.000 Kilometer über uns kreisen, arbeitet Starlink mit Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, etwa nur 550 Kilometer hoch. Das sorgt für extrem niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreiten, ideal für Echtzeitanwendungen. Mit über 5.600 Satelliten und dem Ziel, bis zu 42.000 Satelliten zu betreiben, schafft Starlink eine globale Netzabdeckung. Dadurch wird Bildung, wirtschaftliche Teilhabe und moderne Kommunikation für die Menschen überall möglich. Ein wirklich eindrucksvolles Beispiel für einen positiven Beitrag von Starlink ist der Ukraine-Konflikt. Starlink ermöglicht nicht nur kritische militärische Kommunikation und Drohnensteuerung, sondern hilft auch, dass Menschen in Krisengebieten mit ihren Liebsten in Verbindung bleiben können und lebenswichtige humanitäre Einsätze koordiniert werden können. Wenn herkömmliche Kommunikationswege versagen, wird Starlink zum rettenden Anker für die Menschen. Starlink ist nicht nur ein Internetdienst, es ist ein Werkzeug, das Barrieren abbaut, Chancen schafft und in Krisenzeiten Hoffnung schenkt. Es zeigt, wie moderne Technologie unsere Welt gerechter und sicherer machen kann. Klingt doch gar nicht so schlecht, was Elon Musk da so treibt, oder? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare. Kommen wir nun zu X.com, die neue Ära der Meinungsfreiheit. Elon Musk erwarb Twitter in 2022 für rund 44 Milliarden US-Dollar, jetzt bekannt als X. Dieser astronomische Betrag symbolisiert nicht nur seinen finanziellen Einsatz, sondern auch die milliardenschweren Verluste, die er bereitwillig in Kauf genommen hat, weil er einfach viel zu viel für die Plattform bezahlt hat. Für Elon geht es beim Kauf von Twitter nicht um Geld,
sondern um den Kampf für uneingeschränkte Meinungsfreiheit und den freien Austausch von Ideen. Oft wird er als Faschist betitelt, doch sein Engagement für die Meinungsfreiheit beweist das genaue Gegenteil. Der Kauf von Twitter zeigt, dass Elon bereit ist, persönliche Verluste in Kauf zu nehmen, um die Meinungsfreiheit zu sichern. Schau dir diesen Clip an, der seine Einstellung zum Thema Arbeit und Meinungsfreiheit verdeutlicht. My workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. So, yeah, I go to sleep, I wake up, I work, go to sleep, wake up, work, do that 7 days a week. I'll have to do that for a while. Von den Twitter-Files hast du vielleicht mal gehört, aber so wirklich Bescheid wissen die meisten nicht. Mit den Twitter-Files hat Elon eine beispiellose Transparenz geschaffen, indem er interne Twitter-Dokumente veröffentlicht hat, die zeigen, wie Entscheidungen über Inhalte und Moderation getroffen wurden. Zu den veröffentlichten Informationen gehörten zum Beispiel die Sperrung eines Beitrags über den Hunter Biden-Laptop. Twitter blockierte die Verbreitung des Artikels der New York Post, eine renommierte Medienagentur in den USA. Dann gab es Shadowbanning und Sichtbarkeitsfilter. In den Twitter-Files wurde aufgedeckt, dass Twitter bestimmte Konten, darunter konservative Stimmen wie Dan Bongino und Charlie Kirk, mit Trends, Blacklist und Do Not Amplify markierte, um deren Sichtbarkeit zu verringern, ohne sie offiziell zu sperren. Mit den Twitter-Files hat Elon das Vertrauen in die Plattform und die Meinungsfreiheit wiederhergestellt. Als Teil von X stellt Elon Musk mit xAI die nächste Revolution in der künstlichen Intelligenz vor. Im Zentrum steht Grok 3, eine KI ohne Vorurteile, die den sogenannten Woke Mind Virus umgeht und sich vollkommen auf die Suche nach der Wahrheit konzentriert. Ganz im Gegensatz zu Gemini von Google zum Beispiel, das George Washington, den Gründungsvater der USA, als schwarzen Mann dargestellt hat, wie du in diesem Bild sehen kannst. xAI hat das Potenzial, unser Verständnis des Universums zu verbessern und gleichzeitig neue Impulse in Wissenschaft und Gesellschaft zu setzen. Die Mission von xAI, Understand the Universe, verdeutlicht das Ziel, eine KI zu schaffen, die uns unterstützt, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und eine offene Diskussion zu fördern. Klingt für mich spannend und nach einer guten Mission, auch von Elon Musk. Möchtest du Social-Media-Plattformen, bei denen jede kontroverse, aber legale Äußerung blockiert wird? Oder möchtest du ein Recht auf freie Meinungsäußerung, was Teil jeder Demokratie ist? Schreib mir es gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zu Neuralink, die Symbiose von Mensch und Maschine. Elon wagt mit Neuralink den Schritt in ein völlig neues Feld, die Verschmelzung von biologischer und digitaler Intelligenz. Mit Hilfe einer universell einsetzbaren Gehirnschnittstelle sollen medizinische Einschränkungen gelindert werden. Zum Beispiel sollen Querschnittsgelähmte wieder laufen und Blinde wieder sehen können. Hier sind 2 kurze Clips, in denen ein Patient mit Hilfe eines Neuralinks-Implantates Mario Kart spielt und auch Counter-Strike CS2. So kannst du hautnah miterleben, wie eng Mensch und Maschine bereits zusammenarbeiten und wie bahnbrechend diese Technologie sein kann. Darüber hinaus wird die menschliche Denkfähigkeit durch Neuralink gesteigert. So könnte das Risiko gesenkt werden, dass die künstliche Intelligenz den menschlichen Intellekt eines Tages übertrifft, was ein großes Risiko ist, wie wir im Film The Terminator gesehen haben. Neuralink ist der Schlüssel zu einer Zukunft, in der unsere biologische Intelligenz durch digitale Innovationen erweitert wird. Eine Zukunft, in der der Mensch die Kontrolle behält. Lass uns dankbar sein, dass wir Elon haben, denn er hat schon sehr früh die Gefahren der KI erkannt und engagiert sich sehr stark dafür, dass wir Menschen die Kontrolle behalten. Last but not least kommen wir zu The Boring Company. Verkehr und urbane Mobilität gehören zu den drängendsten Problemen unserer Zeit. Elon Musk verändert das mit The Boring Company grundlegend. Tunnel- und Hochgeschwindigkeitssysteme sollen nicht nur Staus reduzieren, sondern auch effizientere und nachhaltigere Fortbewegungen ermöglichen. Dieses Konzept verspricht weniger Stress, mehr Zeit und eine lebenswertere Stadtgestaltung. Die Projekte von The Boring Company und Hyperloop beweisen, dass selbst alltägliche Herausforderungen wie der Verkehr durch visionäre Ideen revolutioniert werden können. Und auch hier ist Elon wieder federführend. Wenn du auch weniger Zeit in Staus verbringen und mehr Zeit mit deiner Familie haben möchtest, dann überlege nochmal, ob Elon wirklich so ein schlechter Kerl ist, wie die Medien im Tagesrhythmus behaupten. Fassen wir kurz zusammen. Elon Musk ist ohne Zweifel eine der polarisierendsten Persönlichkeiten unserer Zeit.
Doch wenn wir hinter die Schlagzeilen blicken, erkennen wir einen Mann, der bereit ist, alles zu riskieren. Sein Vermögen, seinen Ruf und sogar sein Leben, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ob es darum geht, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen mit Tesla, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen, SpaceX, oder die Meinungsfreiheit zu verteidigen, X und XAI. Elon verfolgt seine Vision mit einer Entschlossenheit, die ihresgleichen sucht. Seine Projekte wie Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink und The Boring Company sind nicht nur technologische Meilensteine, sondern auch ein Beweis dafür, dass Innovation und Idealismus Hand in Hand gehen können. Trotz aller Kritik und Kontroversen bleibt es unbestreitbar. Elon Musk hat die Welt bereits verändert und er ist noch lange nicht fertig. Was denkst du? Ist Elon ein skrupelloser Milliardär oder ein unermüdlicher Visionär, der für die Menschheit kämpft? Schreib mir deine Meinung bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal, um keine weiteren spannenden Einblicke in die Manipulation der Industrien zu verpassen, sei es Big Food, Big Pharma oder Big Media. Nächste Woche gibt es wieder ein Video zum Thema Gesundheit. Wenn du Ideen hast, schreib mir diese auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, Peace out.